Das war ja meine erste Profistation und die erste Profistation vergisst man nie. Ich kam hier sozusagen auf diesen Platz und mein letztes Interview ist es auch wieder auf diesem Platz. Also ehrlich gesagt bin ich echt sehr traurig. Das war echt ein sehr schönes Jahr für mich hier. Das war meine beste Entscheidung, die ich treffen konnte, hier hinzukommen. Weil ich wusste schon immer, Salzburg hat sehr viele junge Spieler rausgebracht, die heute eine sehr, sehr große Karriere haben. Am Anfang war es schon schwierig. Ich war auch erst mal 1,5 Monate oder 1 Monat im Hotel. Und da war ich halt schon sehr alleine. Und am Anfang waren meine Eltern, also meine Mutter, noch nicht mit mir. Es liegt halt nicht an dem Club, es liegt halt einfach so, dass ich halt gefühlt keinen kannte. Und halt einfach nach dem Training ins Hotel kam und halt einfach mit mir alleine war. Aber ja, dann hat sich das auf jeden Fall alles gebessert. Ich habe halt meine Mitspieler kennengelernt und ja, dann war es alles einfacher, würde ich sagen. Es gibt keinen Spieler in der Mannschaft, den ich nicht mag. Alle sind wirklich sehr, sehr nett und sehr hilfsbereit. Und ja, ich glaube, da, wo ich meine Wohnung gefunden habe und wo meine Mutter dann mit mir kam, da war es schon ein bisschen einfacher und klar, wo ich die Spieler kennengelernt habe. Ich glaube halt, so meine Balkan-Jungs, so will ich mal sagen, die waren schon meine Engsten. Aber ja, auch die anderen, mit jedem bin ich gut. Also auch meine Sitznachbarn in der Kabine mit Eddie und Franz. Also es ist schon. Also ich bin wirklich, mit jedem kann ich gut kommunizieren und jeder in dieser Mannschaft ist wirklich ein sehr guter Kapitän. Ich glaube, mein erstes Spiel gegen den GRK hier im Stadion, mein erstes Startelfdebüt in der Bundesliga. Das war sehr besonders, weil da ist mir direkt ein Tor gelungen und sogar noch ein Assist. Und ab da hat es schon dann so, ging es Gott sei Dank bergauf. Ja, also Basel zu Hause, direkt 2 Tore nach 10 Minuten. Ich glaube, besser kann man sich einen Start gar nicht erhoffen. Und ja, also das war echt sehr, 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 sehr gut. Bevor ich nach Salzburg kam, war ich ehrlich gesagt noch ein Junge aus der Jugendakademie, würde ich sagen. Klar war ich ja schon ein paar Mal im Kader mit den Profis in Leverkusen früher, aber da kam ich schon eigentlich als Jugendspieler hin. Und jetzt würde ich sagen, dass ich auch viele neue Dinge dazugelernt habe im Fußball, außerhalb des Fußballs, wie man sich verhalten muss, wenn man verliert und so. Ich bin halt wirklich jemand, der sehr ungern verliert. Ich hasse es wirklich. Und manchmal bin ich dann sehr aggressiv und mir wurde halt hier auch beigebracht, dass ich Ruhe bewahren soll. Und ja, ich würde sagen, dass ich schon reifer, erwachsener geworden bin. Kein Abschied ist einfach, würde ich sagen. Red Bull Salzburg hat mir wirklich eine sehr gute Plattform gegeben und ich bin wirklich sehr dankbar. Und deswegen macht es mich auch schon traurig, dass es jetzt so schnell vorbei ist. Weil ich ging wirklich jeden Tag sehr gerne zum Training und habe auch wirklich sehr gerne gespielt mit der Mannschaft. Das war ja meine erste Profistation und die erste Profistation vergisst man nie, vor allem wenn die erste Profistation noch sehr gut war und wo man sich sehr gut zeigen konnte und noch bei so einem wirklich großen Verein. Ich bin nicht so emotional. Klar, wenn wir wichtige Spiele verlieren, auch mit der Nationalmannschaft, war ich schon ein bisschen emotional, aber das hier ist auch schon echt sehr, sehr, sehr hoch, was Emotionalität angeht. Ja. Liebe Fans, ich wollte mich von euch verabschieden und ich wollte mich echt für eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit bedanken und ich danke jedem Fan, der uns unterstützt hat. Und ja, es war mir wirklich eine Ehre, für diesen Verein zu spielen und ich wünsche dem Verein das Beste, dass sie wieder ganz oben stehen, wie sie es verdient haben und ja, wirklich, ich werde dem Verein auf jeden Fall die Daumen drücken und ich werde auf jeden Fall in Zukunft die Spieler versuchen, im Stadion mal zu supporten. Ich bin dankbar für jede Sekunde, die ich hier verbringen durfte.